Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragrance Talk wieder hier aus Hamburg. Ja, heute stelle ich euch einen günstigen Duft vor und der, ja, viele sagen, ähnlich wie Intense Café von Montal riecht. Ich werde euch natürlich die Antwort geben und ich kann euch nur sagen, bleibt dran, der Duft hat schon richtig Stil, wenn man sich überlegt, dass er nur 13 Euro kostet. Aber bevor ich anfange, für alle Neuen, die das erste Mal dabei sind, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal, das würde mich natürlich freuen, damit ihr kein Video von dem Dog verpasst. So, ja, wer ist denn das? Der sogenannte 13 Euro Montal Intense Kaffeeduft. Ja, es ist dieser hier, dieser hübsche goldene Flakon und ich muss diesmal wirklich gucken. Und zwar heißt der Dahab Safi von Bait al Bakor. Wahrscheinlich definitiv falsch ausgesprochen, aber sehr nice. Und ich muss sagen gleich vorweg, dass dieser Flakon schon mal besser ist als der von Montal. Natürlich darf man nicht vergessen, ich finde den von Montal auch nicht schlecht, weil man sich überlegt, dass das auch 100 ml sind und dass diese Flakons ganz leicht sind. Es ist nice gemacht, gefällt mir auch. Gut, das Geklimper da oben, das muss man mögen, aber wenn die nebeneinander stehen, ob nur in Silber, ob nur in verschiedenen Farben, hat das auch schon Stil. Aber das hier ist richtig, ne, schwer, Glas, glaube ich, darunter. Und hier ist natürlich Plastik, aber der sitzt gut drauf. Und ich muss sagen, von dem Flakon her schon mal besser, weil, wie gesagt, schwerer und stabiler. Gut, wenn der Montal runterfällt, passiert meistens nichts. Wenn der hier runterfällt, weiß man es nicht, ne? Hier reden wir von einem Eau de Parfum. Inhaltsstoffe kann ich nicht sagen, sind im Internet nicht zu finden. Gut, ich hätte vielleicht mal auf der Originalseite gucken können, falls Sie überhaupt eine Originalseite haben. Aber habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, ja, er riecht sehr ähnlich den Intense Café. Es ist aber, muss ich ehrlich sagen, schon länger her, wo ich den Montal gerochen habe. Aber ich kann mich sehr gut immer erinnern an Düfte, deswegen geht das ja auch früher aus den Oldschool-Düften. Ich weiß immer sofort, oder die zum Beispiel bei Deutsche Gabbana K, sage ich ja immer, das hat so, ja, da rieche ich so Erinnerung von meiner Jugend, Kindheit und deswegen kann ich das ganz gut behalten. Und ja, es ist Rose, Oud, eine Süße nehme ich wahr, Vanille wird das sein und definitiv kein Kaffee so wirklich. Vielleicht so ein bisschen Milchkaffee im Hintergrund, aber man muss auch sagen, dass, und das habe ich auch noch im Kopf, das Original von Montal riecht man auch nicht wirklich Kaffee raus. Das ist ja immer so, ne? Wenn die Leute das bewerten, natürlich ist, also ich kann wirklich sehr, sehr, sehr gut riechen. Wenn Leute aber wirklich sagen, das ist ein richtig ähnlichen Kaffeeduft, come on. Also der Intense Café von Montal ist nicht wirklich ein richtiger Kaffeeduft. So, Golden Dollar von Xerjoff ist ein richtiger Kaffeeduft und so weiter und so fort. Da gibt es auf jeden Fall noch andere. Nicht so viele, weil ich habe immer nach einem richtig guten Kaffeeduft gesucht. Meistens findet man nur Milchkaffee und so weiter, also diese Plörre. Aber hier, also ich muss sagen, man darf ja nicht vergessen, so, der Montal kostet, wenn du ihn gut findest oder gut runtergesetzt findest, sorry, ist man so bei 89 Euro, aber das ist schon gnädig, so oft ist das nicht der Fall. Also ich glaube, so 110 bis 130 Euro ist man da. Hier 13 Euro. So, 13 für 100 ml Eau de Parfum. Und ja, ein sehr guter Sprüher. Ich finde ihn sogar besser als bei Montal. Er hat natürlich, ja, es ist süß, richtig süß, Vanille, meinetwegen so ein bisschen, wie gesagt, ein Kaffee-Hintergrund, Milchkaffee plus die Rose eben und das sogenannte Oud. Hier wird natürlich kein echtes Oud drin sein, aber ist egal, synthetisches Oud und er hat was. Das Einzige, das was ich jetzt auch noch so, denke ich mal, im Kopf habe, ist, dass dieser hier eine leichte Frische hat, die der Montal nicht hat. So. Aber wie gesagt, ich hatte den Montal, ich habe den nicht in meiner Sammlung, ich hatte den nie in meiner Sammlung. Ich wollte den eigentlich immer haben, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich immer auf das Original stehe und nicht auf Dupes, gut, ich meine, wenn ich von Dupes rede, das muss ich jetzt mal erklären, weil viele das immer noch wieder schreiben und verstehen nicht, oder nicht ganz verstehen. Dupes
so die Firmen, die wirklich Dupes nachmachen, wie, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich nicht aus damit. Die ganzen, wie heißen sie denn? Komme ich nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen neuen Dinger, die es auch in der Marktpassage, oder es ist ja im Moment, stechen die ja raus wie Blumen, oder wie man das mal so schön sagt. Die richtig nachmachen, das meine ich. Das ist eine arabische Linie. Ich weiß nicht, ob die mit Absicht diesen Duft nachgemacht haben. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die meine ich nicht. Natürlich kaufe ich die auch, ne? Zum Testen und so weiter. Trotzdem ist das Original immer vorrangig bei mir. Und ja, auf jeden Fall habe ich den nicht, den Intense, und den jetzt ja. Und ich sage ganz ehrlich, jetzt in diesem Fall werde ich mir das Original wahrscheinlich nicht mehr zulegen. Was heißt wahrscheinlich? Ich werde es mir nicht zulegen. So, weil dieser wirklich identisch ist, hat ein bisschen mehr Frische, ja. Aber was heißt das bei einem süßen Duft? Bisschen mehr Frische. Also minimal, sagen wir mal 15% mehr, oder überhaupt, was heißt mehr? Ich glaube, der Montal hat überhaupt keine Frische. Ja, 15% sagen. Wir bleiben dabei stehen. 15% finde ich gut. Und man kann das ja mal so ein bisschen schwer ausrechnen in Prozent, aber nur damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Rose, eine Süße, durch die Vanille wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe keine Inhaltsstoffe. Das, was ich wahrnehme, ist Vanille, Rose, Oud, kann auch Karamell sein, ne? Aber Karamell und Vanille, finde ich immer, kann man nicht immer rausriechen. Viele werden jetzt sagen, doch, kann man, nein, kann man nicht. Glaubt mir. Ich kenne Düfte, da denkt man, das ist Vanille und das ist Karamell. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Schade eigentlich, dass keine Inhaltsstoffe irgendwie angegeben sind, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist es ein super Dupe. Passt auf jeden Fall, wenn man das Dupe nennen soll. Ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht haben, aber durch die Frische, die 15%, die ich eben eingangs erwähnt hatte, hat er eine, ja, ist er so ein bisschen eigenständig dazu noch und deswegen top. Und für 13 Euro, Leute, für 13 Euro kommt der richtig nice. Und guckt euch diesen Flakon an, mir gefällt er besser. Und Leute, bevor der Hype beginnt und der Wert beginnt, jetzt habe ich ihn wieder vorgestellt. Ja Leute, ihr wisst das ja, wie mit Moustache. Und wer war der andere, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, der wird schnell weggehen und man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schaut euch ihn an. Und wenn ihr immer schon den Montal haben wolltet, dann schaut euch den hier mal an, da spart ihr sehr viel Geld. Wie gesagt, ich bin normalerweise fürs Original, aber bei Montal, ne, also die Synthetik finde ich hier auch nicht weg. Also ich finde sogar, dass der Montal synthetischer ist. Das ist ja die einzige Nischenmarke, die synthetisch ist. Da lasse ich das auch immer so stehen und die dürfen das, weil sie sind immer bekannt dafür. Aber hier habe ich das gar nicht so. Natürlich, vergesst es jetzt hier nicht, ne? Es ist eben kein 250 € Duft, ne? Wo die Qualität, wo man das alles so merkt, nein. Aber ihr merkt keinen großen Unterschied zum Montal. Und das ist geil. So Leute, also überlegt euch das. Dahab Safi von Bait al-Bakor, wie auch immer. Und dann, ja, schreibt mal runter, wenn ihr ihn schon habt, was ihr davon haltet. Und zur Not, testet ihn, holt ihn, bestellt ihn blind. Testen ist ein bisschen schwierig, weil für 13 Euro, ihr könnt ihn, glaube ich, höchstens auf Parfumo, wenn ich die jetzt mal erwähne, die Seite, vielleicht eine Abfüllung holen. Aber für 13 Euro ist das... Vergesst das mal. Bestellt den und wenn ihr den nicht mögt, irgendeiner nehmt den immer und irgendeiner mag ihn auch. Also Leute, reinhauen und bis zum nächsten Mal.